Dieses Auto steht auf Straßen in über 140 Ländern. Und doch kennen die meisten Menschen nicht die Geschichte, die dahinter verborgen wurde. Es steht für Präzision, für Kontrolle, für ein Versprechen, das Millionen Menschen glauben. BMW ist eines dieser Symbole. Sein Logo ist überall. Ein Zeichen für deutsche Ingenieurskunst. Für viele das Beste, was diese Branche je hervorgebracht hat. Aber hinter diesem Symbol steht eine Geschichte, die jahrzehntelang verborgen blieb. Eine Geschichte, die nichts mit Geschwindigkeit oder Luxus zu tun hat, sondern mit Krieg, Macht und einem System, das Millionen Menschen zerstört hat. Die Familie Quandt. Und genau dieser Name wurde bewusst aus der öffentlichen Wahrnehmung herausgehalten. Ihr Name steht nicht auf den Autos, aber ihnen gehört fast die Hälfte des Unternehmens. Ihr Vermögen liegt bei über 60 Milliarden Euro. Die eigentliche Frage ist, woher kommt dieses Vermögen wirklich? Aber dieses Vermögen hat eine Herkunft, über die Deutschland lange geschwiegen hat. Genau hier beginnt diese Geschichte eine andere Richtung zu nehmen. Die Spur dieses Vermögens führt in eine Zeit, über die Deutschland jahrzehntelang nicht sprechen wollte. In Fabriken, in denen Zwangsarbeiter unter extrem harten Bedingungen arbeiten mussten. In Werken, die Waffen für einen der verheerendsten Kriege der Geschichte produzierten. In Geschäftsbeziehungen zu einem Regime, das von Historikern als eines der brutalsten der Menschheit beurteilt wird. Dies ist nicht die Geschichte eines Unternehmens, dies ist die Geschichte einer Familie. Und die Frage ist nicht, was passiert ist, sondern warum so lange niemand darüber gesprochen hat. Genau dort beginnt diese Geschichte. Er war kein Nationalsozialist aus Überzeugung. Zumindest sagte er das später. Mindestens glaubten das jene, die seine Geschichte kennen und bereit waren, ihm den größtmöglichen Zweifel zubilligen. Im Zentrum dieser Geschichte steht ein Mann, dessen Entscheidungen bis heute nachwirken. Günter Quandt wurde am 28. Juli 1881 in Pritzwalk geboren, einem kleinen Städtchen in der brandenburgischen Prignitz, weit weg von den großen Bühnen der Geschichte, auf denen er eines Tages eine Rolle spielen würde. Sein Vater war Tuchhändler und Fabrikant, ein Mann des Mittelstandes, der seinen Sohn nicht in Armut aufwachsen ließ, aber auch keinen Reichtum hinterließ, der für sich selbst arbeiten konnte. Günter lernte das Geschäft von Grund auf. Er lernte Zahlen, Prozesse und vor allem die Logik des Marktes, eine Logik, die nicht fragt, was gerecht oder menschlich ist, sondern schlicht danach, was funktioniert. Er übernahm das Familienunternehmen früh, modernisierte es, expandierte. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte er verstanden, dass Krieg nicht nur Zerstörung bedeutet. Für jene, die die richtigen Produkte liefern, bedeutet Krieg Aufträge, Uniformstoffe, Rüstungsgüter, staatliche Verträge, bezahlt mit staatlichem Geld, gesichert durch staatliche Nachfrage. Der Erste Weltkrieg machte Günter Quandt RIOHI.er war keiner von denen, die laut wurden oder sich in den Vordergrund stellten. Er beobachtete, wartete und griff dann im richtigen Moment ein. Und er verstand etwas, das viele seiner Zeitgenossen unterschätzten, dass Krisen nicht nur zerstören, sie verschieben Macht. Während andere zögerten, handelte er. Während andere Verluste sahen, sah er Möglichkeiten. Und genau diese Fähigkeit sollte ihn von einem gewöhnlichen Unternehmer zu einem der einflussreichsten Industriellen seiner Zeit machen. Doch das war nur der Anfang seines eigentlichen Aufstiegs. Nicht skandalös reich, nicht offensichtlich reich, aber reich genug, um den nächsten Schritt zu denken. In der Weimarer Republik, in einer Zeit von Krise, Inflation und politischer Unsicherheit, während viele Geschäftsleute aufgaben oder verkauften, begann Günter Quandt gezielt Unternehmen zu kaufen. Er kaufte Unternehmen, die in der Krise zu haben waren. Er kaufte Batteriehersteller, Metallwerke, Rüstungsbetriebe. Er kaufte AFA, die Akkumulatorenfabrik AG, einen der wichtigsten Batteriehersteller Deutschlands, der später unter dem Namen Varta bekannt werden würde. Er kaufte mit der ruhigen, methodischen Entschlossenheit eines Mannes, der weiß, dass die Panik anderer Menschen seine Chance ist. Er war kein Träumer und kein Idealist, er war ein Industrieller, präzise, effizient, unsentimental. Und er hatte ein Gespür dafür, wohin der Wind weht, das schärfer war als das seiner Zeitgenossen. Dann kam ein 1933. Für viele war es ein Bruch, für ihn war es eine Anpassung. Schnell, präzise, ohne öffentliches Zögern. Die Spielregeln hatten sich geändert und er begann nach ihnen zu spielen. Und ab diesem Moment gab es kein Zurück mehr. Der Wind hatte sich gedreht. Adolf Hitler wurde Reichskanzler. Die Nationalsozialisten übernahmen die Macht. Nicht langsam, nicht schleichend, sondern mit einer Geschwindigkeit und Brutalität, die selbst jene überraschte, die sie kommen gesehen hatten. Gewerkschaften wurden verboten, Parteien aufgelöst, Juden aus dem Wirtschaftsleben gedrängt. Der Staat begann, die Wirtschaft nicht nur zu regulieren, sondern zu durchdringen, zu formen, in seinen Dienst zu stellen. Für viele deutsche Industrielle war das eine Bedrohung. Für manche war es eine Gelegenheit. Günter Quandt trat 1933 der NSDAP bei. Diese Entscheidung veränderte den weiteren Verlauf dieser Geschichte nachhaltig. Parteimitgliedsnummer 2.65, 4.68. Eine Zahl in einer Liste von Millionen.
aber eine Zahl, die etwas bedeutet, eine Entscheidung, eine Positionierung, ein Bekenntnis, das weit über das Formale hinausging. War es Überzeugung? War es Kalkül? War es die Angst eines Mannes, der nicht wusste, was mit seinen Unternehmen passieren würde, wenn er sich nicht anpasste? Die Quandt-Familie hat jahrzehntelang eine Version bevorzugt. Es war Anpassung. Notwendige Anpassung an unvermeidbare Verhältnisse. Günther sei kein Nationalsozialist gewesen, er sei ein Geschäftsmann gewesen, der unter den Bedingungen seiner Zeit agierte. Aber die Akten erzählen eine andere Geschichte. Die Rüstungsaufträge, die die Quandt-Unternehmen in den 1930er Jahren erhielten, waren kein Zufall. Sie waren das Ergebnis von Beziehungen zu Ministern, zu Parteifunktionären, zu einer Maschinerie, die Aufträge an jene vergab, die sich als nützlich und loyal erwiesen hatten. Die AFA Günther Quandts Batteriefabrik wurde zu einem der wichtigsten Lieferanten der deutschen Rüstungsindustrie. U-Boot-Batterien, Munitionszünder, Komponenten für Panzer und Flugzeuge und die Maschinerie des Krieges. Das Unternehmen wuchs. Und je mehr der Krieg eskalierte, je weiter Deutschland in Europa vorstieß, je größer die Maschinerie des Vernichtungskrieges wurde, desto größer wurden die Aufträge, desto mehr produzierte die AFA, desto reicher wurde Günther Quandt. Aber irgendwann reichten die deutschen Arbeiter nicht mehr aus. Der Krieg hatte Millionen von Männern an die Fronten gezogen. Die Fabriken lieferten, aber sie brauchten Hände, mehr Hände als vorhanden waren. Und das Regime hatte eine Lösung für dieses Problem. Eine Lösung, die in ihrer Nüchternheit das Grauen dessen beschreibt, was der Nationalsozialismus aus einem Industriestaat gemacht hatte: Zwangsarbeiter. Und hier beginnt der dunkelste Teil dieser gesamten Geschichte. In den Quandt-Werken arbeiteten während des Zweiten Weltkrieges Zehntausende von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangene, verschleppte Zivilisten aus den besetzten Gebieten, Personen aus Konzentrationslagern. Für die Menschen, die in diesen Fabriken arbeiten mussten, war das kein abstraktes System. Es war ihr Alltag. Ein Alltag geprägt von Erschöpfung, Hunger und ständiger Angst, Tage, die sich endlos wiederholten, ohne echte Pause, ohne Kontrolle über das eigene Leben. Entscheidungen wurden über sie hinweg getroffen, Namen wurden durch Nummern ersetzt, und während die Produktion immer weiter lief, verschwand Stück für Stück das, was einen Menschen ausmacht. Menschen, die keine Wahl hatten, Menschen, die für kein Gehalt arbeiteten unter Bewachung, in extrem schwierigen Verhältnissen. In der Batterieproduktion, in der Munitionsherstellung, in den Metallwerken, die Günther Quandts Imperium bildeten. Die Bedingungen in diesen Werken waren nicht einheitlich, manche Betriebe behandelten ihre Zwangsarbeiter weniger brutal als andere, aber die grundlegende Tatsache bleibt unveränderbar: Menschen wurden gegen ihren Willen zur Arbeit gezwungen, unter dem Schutz eines Regimes, das Günther Quandt mit seiner Mitgliedschaft, seinen Beziehungen und seinen Rüstungsaufträgen gestützt hatte. Und er wusste es. Und das ist keine Spekulation, sondern das Ergebnis historischer Forschung, die Jahrzehnte nach dem Krieg endlich angestellt wurde, weil die Familie Quandt diese Forschung jahrzehntelang nicht angestellt haben wollte. Doch das war noch nicht die ganze Geschichte. Die Verbindungen dieser Familie reichten noch viel tiefer in das Zentrum der Macht. Günther Quandt war nicht allein. Er hatte Söhne. 2 Söhne, die sein Erbe antreten sollten: Herbert und Harald. Herbert, der Ältere, übernahm Teile des Industrieimperiums und führte es weiter. Harald, der Jüngere, geboren 1921, war das Kind, über das die Geschichte eine besondere Ironie bereithalten würde. Harald Quandt wuchs in Wohlstand auf, den sein Vater aufgebaut hatte. Er studierte, reiste, lebte das Leben eines jungen Mannes aus gutem Haus im Deutschland der 1930er Jahre. Und dann, durch eine Verbindung, die die Geschichte als eine der merkwürdigsten persönlichen Verstrickungen der Nazizeit verzeichnet, wurde er Teil von etwas, das weit über sein eigenes Leben hinausging. Seine Mutter, Magda, hatte Günther Quandt 1921 geheiratet. Die Ehe war unglücklich und endete in einer Scheidung. Magda Quandt, ehrgeizig und kalt und von einer Ideologie erfüllt, die ihren Sinn für Realität systematisch zerstörte, heiratete 1931 erneut. Sie heiratete Joseph Goebbels. Damit wurde Harald Quandt Teil eines Umfelds, das näher am Zentrum der Macht war als fast alles andere in Deutschland. Er wuchs in einer Welt auf, in der politische Entscheidungen, Propaganda und persönliche Beziehungen untrennbar miteinander verbunden waren. Damit wurde diese Familie direkt Teil der innersten Führungsebene des Regimes: den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, den wichtigsten Propagandisten des Dritten Reiches, den Mann, der mit Worten und Bildern und der gesamten Maschinerie der Massenmanipulation dafür sorgte, dass ein Volk glaubte, was es glauben sollte. Harald Quandt, Sohn von Günther, Stiefsohn von Joseph Goebbels, wuchs in diesem Haushalt auf. Es ist eine dieser Konstellationen, die man sich kaum vorstellen kann. Ein junger Mann, geboren in eine der reichsten industriellen Familien Deutschlands und gleichzeitig eingebunden in das engste Umfeld eines der mächtigsten Männer des Regimes. Geschichte passiert nicht abstrakt. Sie passiert durch Menschen.
Und manchmal trifft sie genau diejenigen, die sie am wenigsten kontrollieren können. Er spielte mit den Goebbels-Kindern, er kannte Hitler persönlich, der regelmäßig zu Gast in der Familie war. Er war Trauzeuge bei der Hochzeit seines Stiefvaters. Er war durch Geburt und Familienstruktur mitten im Herzen des Regimes, nicht als Akteur, nicht als Ideologe, aber als Teil jenes sozialen Gefüges, das das Dritte Reich trug. Im April 1945, als Berlin brannte und das Reich kollabierte, saß Harald Quandt in einem alliierten Kriegsgefangenenlager. Er hatte als Fallschirmjäger gedient und war abgeschossen worden. Während er in der Gefangenschaft auf sein Schicksal wartete, starben seine Mutter Magda und Josef Goebbels in der Berliner Reichskanzlei. Und bevor sie starben, verursachte Magda Goebbels den Tod ihrer 6 gemeinsamen Kinder. 6 Kinder, Haralds Halbgeschwister. Gestorben, weil ihre Mutter ein Leben ohne den Nationalsozialismus für sie unvorstellbar fand. Harald Quandt erfuhr es in der Gefangenschaft. Was dieser Moment für einen Menschen bedeutet, lässt sich kaum in Worte fassen. Was ein Mensch in diesem Moment fühlt, was durch ihn hindurchgeht, wenn er erfährt, dass seine Mutter und seine Halbgeschwister tot sind, auf diese bestimmte unvorstellbare Weise, das hat er nie öffentlich gesagt. Er hat es, soweit die Überlieferung reicht, niemals wirklich verarbeitet. Er hat weitergemacht, weil das die einzige Möglichkeit war. Deutschland 1945 war eine Ruine. Nicht nur physisch, nicht nur in den ausgebombten Städten und zerbrochenen Infrastrukturen, sondern moralisch und psychisch. Ein Land, das sich fragen musste, was es getan hatte und was es hätte wissen können und was es gewählt hatte, nicht zu sehen. Günter Quandt wurde nach dem Krieg verhaftet. Ein Entnazifizierungsverfahren wurde eröffnet. Die Ankläger sammelten Zeugenaussagen über die Zwangsarbeit in seinen Werken, über die Rüstungsaufträge, über die Parteimitgliedschaft, über die Nähe zum Regime. Für einen kurzen Moment schien es so, als würde die Nachkriegsgerechtigkeit tatsächlich greifen, als würde ein mächtiger Industrieller für das bezahlen, was unter seinem Namen und in seinen Fabriken geschehen war. Dann wurde das Verfahren eingestellt. Nicht, weil die Vorwürfe widerlegt worden wären, nicht, weil neue Erkenntnisse die Sachlage verändert hätten. Das Verfahren wurde eingestellt, weil es 1948 war und weil Deutschland sich im Wiederaufbau befand und weil Männer wie Günter Quandt, Industrielle mit Fabriken und Kapital und Wissen gebraucht wurden, um diesen Wiederaufbau voranzutreiben. Er zahlte eine Geldstrafe, er wurde als Mitläufer eingestuft, in einer Zeit, in der Deutschland wieder aufgebaut werden musste, wurden Männer wie er gebraucht, Erfahrung, Kapital, Strukturen, all das wog plötzlich schwerer als die Frage nach Verantwortung. Es war eine Entscheidung, die nicht nur seine Zukunft bestimmte, sondern auch die Grundlage für den Wohlstand legte, der aus dieser Geschichte hervorging. Und dann durfte er gehen. Was er zurückließ, war eine Frage, die Deutschland 40, 50, 60 Jahre lang nicht stellen wollte: Wie viel des Reichtums, der in den folgenden Jahrzehnten wuchs und gedieh und in Stiftungen und Unternehmensbeteiligungen und Vermögensverwaltungen weiter existiert, wie viel davon war aus jener Zeit, war aus jenen Fabriken, war aus jener Arbeit entstanden? Günter Quandt starb 1954. Er hinterließ ein Imperium. Und er hinterließ Söhne, die dieses Imperium erbten, mitsamt allem, was es enthielt. Dem Reichtum, den Verbindungen und dem Schweigen. Herbert und Harald Quandt übernahmen das väterliche Erbe und führten es mit derselben methodischen Entschlossenheit fort, die Günter Quandt zum wohlhabendsten Industriellen seiner Generation gemacht hatte. Herbert konzentrierte sich auf die Chemieindustrie und die Batteriesparte. Harald übernahm andere Teile des Imperiums und begann in Richtungen zu expandieren, die sein Vater vielleicht nicht vorhergesehen hatte. Und dann, 1959, geschah etwas, das die Geschichte der deutschen Automobilindustrie für immer verändern sollte. Jahrzehnte später rückte ein anderes Unternehmen in den Mittelpunkt dieser Geschichte, BMW. Das Unternehmen stand vor dem Abgrund. Die Vergangenheit war zu diesem Zeitpunkt nicht verschwunden. Sie war einfach weniger sichtbar geworden. Während Deutschland sich neu erfand, wuchs auch der Einfluss dieser Familie weiter, leise, strategisch und weitgehend unbeachtet. Das Unternehmen, das in München Motorräder und Automobile baute und das schon in den 1930er Jahren zu den renommiertesten Ingenieursschmieden Deutschlands gehört hatte, befand sich in einer Krise, die existenziell war. Die Nachkriegsjahre hatten BMW schwer getroffen. Die Produktpalette war unübersichtlich, die Modelle positionierten sich weder als wirklich günstige Volksautos noch als echte Luxusfahrzeuge. Der Isetta, ein winziges, seltsam anmutendes Kleinstfahrzeug mit einer Tür vorne, war das bekannteste BMW-Produkt der späten 1950er Jahre. Nicht gerade das Symbol der Stärke, das man sich für eine der traditionsreichsten Automobilmarken Deutschlands gewünscht hätte. Im Jahr 1959 drohte die Deutsche Bank BMW an Daimler-Benz zu verkaufen. Eine Übernahme. Das Ende des unabhängigen BMW. Ein weiteres Kapitel in der Konsolidierung der deutschen Automobilindustrie, das niemand besonders aufwühlen würde, außer denjenigen, die in München arbeiteten und in München lebten und Bayern waren und in Bayern blieben. Harald Quandt griff ein.
Er kaufte Anteile, er mobilisierte andere Investoren, er verhinderte die Übernahme durch Daimler, nicht aus romantischer Verbundenheit mit dem bayerischen Automobilbau, sondern weil er erkannte, was andere nicht erkannten, dass BMW mit dem richtigen Management und der richtigen Strategie und dem richtigen Produkt zu etwas werden konnte, das weit mehr wert war, als der aktuelle Börsenwert vermuten ließ. Die Geschichte gab ihm recht. BMW überlebte. BMW erholte sich. BMW wuchs, langsam zunächst, dann mit einer Konsequenz und Geschwindigkeit, die die gesamte Branche beeindruckte. Die Marke entwickelte eine Identität, präzise, sportlich, kompromisslos in der Ingenieurskunst. Freude am Fahren. Ein Versprechen, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt glaubten, weil die Autos es hielten. Und die Familie Quandt, im Hintergrund, unsichtbar, ohne Showroom-Auftritte und ohne Pressekonferenzen, wurde mit jedem Jahrzehnt, das verging, reicher. Reicher als die meisten Deutschen je begriffen haben. Aber die Vergangenheit war nie weit. Sie war nur, für eine sehr lange Zeit, sehr gut versteckt. Jahrzehnte vergingen, Deutschland baute sich wieder auf. Das Wirtschaftswunder schrieb eine Geschichte des Neubeginns, die dankbar aufgenommen wurde, weil sie eine Alternative bot zur anderen Geschichte, der Geschichte, die man nicht erzählen wollte. Industrielle, die Zwangsarbeiter beschäftigt hatten, wurden zu Ehrenbürgern ihrer Städte. Rüstungslieferanten wurden zu Wirtschaftspionieren des Wiederaufbaus. Die Vergangenheit blieb Vergangenheit. In Schubladen, in Archiven, in den Erinnerungen von Menschen, die irgendwann starben, ohne gehört worden zu sein. Die Familie Quandt schwieg, sie schwieg nicht laut, sie machte keine Aussagen, die das Schweigen thematisierten und damit erst recht auf das hingewiesen hätten, worüber geschwiegen wurde. Sie schwieg einfach, auf die unauffällige, selbstverständliche Art, wie reiche und mächtige Familien über Dinge schweigen, die sie lieber nicht besprechen. Harald Quandt starb 1967 bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Nizza. Er war 46 Jahre alt. Das Erbe, das er hinterließ, Unternehmensanteile, Kapital, die BMW-Beteiligung ging an seine Kinder über. Die Familie teilte sich auf, verzweigte sich, wuchs in die nächste Generation hinein. Herbert Quandt starb 1982. Er hatte BMW begleitet durch die entscheidenden Jahrzehnte, in denen die Marke zu dem wurde, was sie heute ist. Er hatte den Wandel miterlebt, hatte mitgestaltet. Sein Name wird in Bayern mit einer gewissen Ehrerbietung ausgesprochen, der Mann, der BMW gerettet hat. Das stimmt. Es ist nicht die ganze Wahrheit, aber es stimmt. Die Quandts wurden stiller, unsichtbarer, diskreter mit jeder Generation. Ihr Vermögen verwaltete sich in Stiftungen und Beteiligungsgesellschaften und Vermögensverwaltungen, die so komplex aufgestellt waren, dass kein Außenstehender je wirklich durchschaute, wie groß es wirklich war. Stefan Quandt, Sohn von Herbert, führte die BMW-Beteiligung weiter. Seine Schwester Susanne, verheiratet in die Familie Klatten, ebenfalls. 2 Menschen. Mehr als 40% eines der wertvollsten Automobilkonzerne der Welt und ein Name, den die meisten BMW-Fahrer noch nie gehört hatten. Das war kein Zufall. Doch dann kam der Moment, den keine Familie, egal wie diskret und egal wie mächtig, auf Dauer verhindern kann. Der Moment, in dem jemand anfängt, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Antworten zu finden. Es war kein Historiker, der die Fragen stellte. Es war keine Staatsanwaltschaft, kein Untersuchungsausschuss, kein parlamentarisches Gremium. Es war eine Filmemacherin. Jutta Brunner, eine junge Dokumentarfilmerin, begann Anfang der 2000er Jahre in Archiven zu recherchieren, die niemand zuvor systematisch durchsucht hatte, zumindest nicht mit der Absicht, die Ergebnisse öffentlich zu machen. Sie sprach mit Historikern. Sie sichtete Akten aus der Kriegszeit, Dokumente aus Entnazifizierungsverfahren, Zeugenaussagen, die in Nachlässen und Archiven lagen und auf ihre Entdeckung gewartet hatten. Sie reiste, sie recherchierte, sie baute Stück für Stück ein Bild auf, das Deutschland bislang nicht sehen wollte. 2007 erschien der Dokumentarfilm Das Schweigen der Quandts in der ARD. Und zum ersten Mal wurde diese Geschichte einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Was an diesem Abend im deutschen Fernsehen zu sehen war, war keine sensationsheischende Enthüllungsstory, kein moralisches Tribunal, kein billiger Angriff auf eine wohlhabende Familie. Es war etwas, das in seiner Nüchternheit weitaus wirkungsvoller war als jede Empörungsrhetorik, eine sorgfältige, belegbare, dokumentierte Rekonstruktion dessen, was in den Quandt-Fabriken während des Zweiten Weltkrieges geschehen war. Überlebende kamen zu Wort. Alte Männer und Frauen, die als junge Menschen in jene Fabriken verschleppt worden waren, die als Zwangsarbeiter Batterien und Munition und Rüstungsgüter produziert hatten, die als Nummern in einem System existiert hatten, das sie nicht als Menschen betrachtete. Sie sprachen ruhig und präzise, mit der Ruhe derjenigen, die gelernt haben, das Unsagbare in Worte zu fassen, weil sie wissen, dass ihre Zeit nicht unendlich ist und dass die Wahrheit gesagt werden muss, bevor sie mit ihnen stirbt. Sie beschrieben die Bedingungen in den Werken. Die Erschöpfung, die Unterernährung, die Willkür der Aufseher, die Kälte der Baracken,
Die tägliche Erfahrung, kein Mensch zu sein, in einem Land, das sich selbst als die Speerspitze der europäischen Zivilisation betrachtete. Deutschland schaute hin. Und Deutschland war still. Die Familie Quandt war auf diesen Moment nicht vorbereitet. Jahrzehntelang hatte das Schweigen funktioniert. Nicht, weil niemand gewusst hätte, Historiker, die sich mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte des Nationalsozialismus beschäftigten, kannten die Grundzüge dieser Geschichte schon lange. Aber Wissen, das in akademischen Aufsätzen und Facharchiven schlummert, ist kein öffentliches Wissen. Es verändert keine Debatten. Es beschädigt keine Reputationen. Es stört niemanden beim Fahren seines BMW. Ein Fernsehfilm zur Hauptsendezeit in der ARD ist etwas anderes. Die öffentliche Reaktion war erheblich. Journalisten, die die Familie Quandt zuvor kaum als Thema betrachtet hatten, begannen zu recherchieren. Historiker, die jahrelang auf ihre Erkenntnisse hingewiesen hatten, ohne auf breites Interesse zu stoßen, wurden plötzlich interviewt. Die Frage, die jahrzehntelang nicht gestellt worden war, stand mit einem Mal im Raum, unausweichlich und klar. Was wusste die Familie? Was tut sie damit? Und was schuldet sie denjenigen, die in ihren Fabriken gelitten haben? Stefan Quandt und Susanne Klatten brachen ihr Schweigen. Zögerlich zunächst in vorsichtigen, juristisch abgesicherten Formulierungen, die mehr über den Rat ihrer Anwälte verrieten als über ihre tatsächlichen Gefühle. Dann, als klar wurde, dass das Thema nicht verschwinden würde, mit einer Geste, die als Reaktion auf öffentlichen Druck lesbar war, auch wenn sie als freiwillige Verantwortungsübernahme präsentiert wurde. Sie beauftragten eine unabhängige Historikerkommission. Renommierte Wissenschaftler sollten die Geschichte der Quandt-Unternehmen während des Nationalsozialismus systematisch aufarbeiten, ohne Einschränkungen, ohne vorab definierte Ergebnisse, mit vollem Zugang zu den Unternehmensarchiven. Es war die richtige Entscheidung. Historiker und Journalisten anerkannten sie als solche. Und doch saß die Frage weiterhin im Raum, die keine Historikerkommission beantworten konnte, weil sie keine historische Frage war, sondern eine moralische. Genügt es, die Vergangenheit aufarbeiten zu lassen, wenn die Gegenwart von dem lebt, was diese Vergangenheit produziert hat? Die Historikerkommission unter der Leitung des Professors Joachim Scholtisek legte 2011 ihren Abschlussbericht vor. Über 1000 Seiten, sorgfältig recherchiert, präzise formuliert, historisch unwiderlegbar. Was der Bericht bestätigte, war das, was der Dokumentarfilm gezeigt hatte, nur in größerer Detailtiefe und mit noch höherem wissenschaftlichen Anspruch. Die Quandt-Unternehmen hatten während des Zweiten Weltkrieges massiv von Rüstungsaufträgen profitiert. In den Werken hatten Zehntausende von Zwangsarbeitern gearbeitet, Kriegsgefangene, Deportierte aus den besetzten Gebieten, Personen aus Konzentrationslagern. Die Bedingungen in diesen Werken waren in vielen Fällen extrem hart. Es kam zu tragischen Verlusten von Menschenleben. Günter Quandt hatte nicht nur passiv von den Verhältnissen profitiert. Er hatte aktiv Beziehungen zum Regime gepflegt, Aufträge eingeworben, seine Unternehmen in den Dienst der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft gestellt, mit einer Effizienz und einer Konsequenz, die über bloße Anpassung weit hinausging. Der Bericht war eindeutig, die Familie Quandt akzeptierte seine Ergebnisse öffentlich. Stefan Quandt und Susanne Klatten gaben Interviews, in denen sie die Vergangenheit ihrer Familie als belastend bezeichneten, als etwas, das sie beschäftige, als Teil einer Geschichte, der man sich stellen müsse. Aber eine Frage blieb unbeantwortet. Die eigentliche Frage, die sich aus dieser Geschichte ergibt, wenn man sie zu Ende denkt. Die Zwangsarbeiter, die in den Quandt-Fabriken gearbeitet hatten, und die Nachfahren derjenigen, die dabei gestorben waren, hatten nie eine Entschädigung von der Familie Quandt erhalten. Nicht direkt, nicht substanziell, nicht in einem Umfang, der dem Ausmaß des Schadens auch nur annähernd entsprochen hätte. Deutschland hatte nach der Jahrtausendwende einen Entschädigungsfonds eingerichtet, die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, an dem sich auch deutsche Unternehmen beteiligten, die Zwangsarbeit eingesetzt hatten. Die Quandt-Unternehmen zahlten in diesen Fonds ein. Aber die Summen, die an die wenigen noch lebenden Überlebenden und ihre Familien flossen, standen in keinem Verhältnis zu dem Reichtum, der auf der anderen Seite der Gleichung stand. Susanne Klatten ist die reichste Frau Deutschlands. Ihr Vermögen wird auf über 20 Milliarden Euro geschätzt. Ihr Bruder Stefan kommt auf ähnliche Summen. Zusammen besitzen sie mehr als die meisten Länder dieser Erde an Staatsvermögen ausweisen. Und die Frage, die moralische, die menschliche, die eigentlich einzige Frage, die in dieser Geschichte zählt, lautet: Was ist ein angemessener Umgang mit einem Reichtum, dessen Fundament in menschlichem Leid gegründet ist? Die Familie hat auf diese Frage keine öffentliche Antwort gegeben, die befriedigt. Sie hat Historiker beauftragt, sie hat Stiftungen gegründet, sie hat Interviews gegeben, in denen Verantwortung und Aufarbeitung und Erinnerung die richtigen Worte waren, in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Ton, aber sie hat weitergemacht. Das Vermögen wächst, die BMW-Dividenden fließen, die Fabriken produzieren,
Der Name Quandt steht auf keinem Auto, auf keinem Showroom, auf keiner Anzeige, aber er steht in den Aktionärsregistern und in den Überweisungen der Dividendenauszahlungen und in den Jahresberichten, die niemand liest, der nicht muss. Das Schweigen ist nicht mehr vollständig. Aber es ist auch nicht beendet. Und doch wäre es unvollständig, diese Geschichte zu erzählen, ohne über den Menschen zu sprechen, der am deutlichsten zeigt, wie Erbe wirkt, nicht als abstrakte historische Kategorie, sondern als gelebte, tägliche, manchmal überwältigende Realität. Susanne Klatten wurde 1962 geboren, als Tochter von Herbert Quandt und seiner dritten Frau Johanna. Sie wuchs in einem Haushalt auf, in dem Reichtum keine Ausnahme war, sondern die Luft, die man atmete, selbstverständlich, unsichtbar, allgegenwärtig. Sie studierte Betriebswirtschaft und Kunstgeschichte. Sie heiratete Jan Klatten, einen Unternehmensberater. Sie baute eine eigene Karriere auf, erwarb Unternehmensanteile, investierte, entschied. Sie war in jeder äußerlich sichtbaren Hinsicht eine unabhängige Frau, klug, diszipliniert, mit dem Instinkt für Zahlen, den die Quandts von Generation zu Generation weiterzugeben schienen wie ein Familienerbstück. Dann, 2008, in demselben Jahr, in dem der Dieselskandal noch weit entfernt schien und die Finanzkrise die Welt erschütterte, wurde Susanne Klatten das Opfer einer der spektakulärsten Erpressungsgeschichten der deutschen Nachkriegszeit. Ein Mann namens Helgs Gaby hatte sich ihr angenähert. Er war charmant und kultiviert und hatte das Gespür eines Raubtiers für das, was jemanden verwundbar macht. Er initiierte eine Affäre. Er ließ sie filmen. Und dann präsentierte er die Aufnahmen und stellte seine Bedingungen. Zahlung oder die Öffentlichkeit würde alles erfahren. Susanne Klatten zahlte. Zunächst, insgesamt überwies sie ihm rund 1,9 Millionen Euro, bevor sie den Mut fand, zur Polizei zu gehen. Gaby wurde verhaftet. Er wurde verurteilt. 6 Jahre Haft. Aber die Geschichte war bereits öffentlich. Susanne Klatten, die diskreteste Erbin eines der größten Vermögen Europas, stand plötzlich in jedem Boulevardmagazin, in jedem Nachrichtensender, auf den Titelseiten der Illustrierten. Das Privatleben, das sie mit so großer Sorgfalt vor der Öffentlichkeit geschützt hatte, war auf einmal bloßgelegt, nicht durch ihre Entscheidung, sondern durch die eines Mannes, der ihren Reichtum als Bedrohung und als Gelegenheit zugleich betrachtet hatte. Es war auf eine bittere, schmerzhaft persönliche Weise ein Echo der Familiengeschichte. Ein Muster, das sich wiederholte, wenn auch in völlig anderer Form, die Erkenntnis, dass Reichtum niemals nur schützt, dass er auch zur Zielscheibe macht, dass er isoliert, auch wenn er die Welt zugänglich macht, dass er Fragen aufwirft, die sich nicht mit Geld beantworten lassen. Spätestens hier wird aus dieser Familiengeschichte eine Frage, die weit über BMW hinausgeht. Wer heute einen BMW kauft, in München oder in Shanghai oder in São Paulo, kauft ein Auto. Vielleicht liegt die eigentliche Kraft dieser Geschichte nicht nur in dem, was passiert ist, sondern darin, wie lange darüber nicht gesprochen wurde, bis darüber gesprochen wurde. Und wie viel davon bis heute nur teilweise sichtbar ist. Er kauft Ingenieurskunst und Design und das Versprechen einer Erfahrung, die über das Funktionale hinausgeht. Er kauft sich in eine Geschichte ein, die sorgfältig erzählt wird, mit Showrooms und Markenbotschaftern und Filmen, in denen Kurven und Küstenstraßen und Sonnenuntergänge das erzählen, was Worte nicht können. Er kauft sich nicht in die Geschichte der Familie Quandt ein. Er weiß nichts von Günter Quandt und der Parteimitgliedsnummer und den Zwangsarbeitern in der Batteriefabrik. Er weiß nichts von Harald Quandt und den Goebbels-Kindern und dem Flugzeugabsturz bei Nizza. Er weiß nichts von dem Dokumentarfilm, der 2007 Deutschland für einen Abend stillgemacht hat, und nichts von dem Historikerbericht, der in 1000 Seiten beschreibt, was unter dem Namen Quandt geschehen ist. Er weiß nur, dass das Auto gut fährt. Und vielleicht ist das die eigentliche Kraft dieser Geschichte, nicht die Enthüllung, die sie darstellt, sondern die Frage, die sie aufwirft. Die Frage danach, was wir wissen wollen, was wir bereit sind zu wissen. Was wir wählen, nicht zu wissen, weil das Wissen unbequem wäre und das Nichtwissen so viel einfacher ist. Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten auf eine Art und Weise mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt, die in der Weltgeschichte kaum ein Vorbild hat. Gedenkstätten, Schullehrpläne, öffentliche Debatten, Entschädigungszahlungen, Gesetze gegen Holocaustleugnung. Deutschland hat versucht, das Unentschuldbare wenigstens nicht zu verdrängen. Aber die Geschichte der Quandts zeigt, dass Erinnerungskultur und wirtschaftliche Realität zwei verschiedene Dinge sind, die in Deutschland noch immer nicht wirklich zusammengefunden haben. Man erinnert an die Opfer, man benennt Straßen um, man enthüllt Stolpersteine. Und gleichzeitig verwaltet eine Familie ein Vermögen, das aus jener Zeit stammt, in der die Opfer litten, ohne dass diese Verbindung je so klar benannt worden wäre, dass sie wirklich schmerzt. Günter Quandt liegt auf einem Friedhof in Bad Homburg. Kein besonders auffälliges Grab, kein Monument,
Ein Name und eine Jahreszahl wie bei den meisten Menschen, die sterben und hinterlassen, was sie hinterlassen. Was er hinterlassen hat, existiert weiter. In den Dividenden, die halbjährlich auf die Konten seiner Enkelin und seines Enkels überwiesen werden. In den Batterien, die sein Unternehmen heute unter dem Namen Varta noch immer produziert. In den BMW-Aktien, die die Familie hält wie ein stilles, unveräußerliches Versprechen an sich selbst. Und in dem Schweigen, das nicht mehr vollständig ist, aber auch nicht vollständig gebrochen wurde, einem Schweigen, das sich in den sorgfältig formulierten Pressestatements fortsetzt, in den Interviews, die gegeben werden, wenn Druck entsteht, und in dem Rückzug in die Diskretion, der folgt, wenn der Druck nachlässt. Stefan Quandt lebt zurückgezogen in Bad Homburg. Er gibt kaum Interviews. Er tritt selten öffentlich auf. Er verwaltet das Erbe seines Vaters mit einer Unauffälligkeit, die fast an Unsichtbarkeit grenzt. Susanne Klatten engagiert sich in Stiftungen, fördert Bildung und Forschung, gibt gelegentlich Statements zu gesellschaftlichen Themen. Sie sind keine bösen Menschen. Das ist nicht die Aussage dieser Geschichte, und wäre es, wäre sie falsch und ungerecht und zu einfach. Sie sind Menschen, die in eine Geschichte hineingeboren wurden, die sie nicht gewählt haben und die mit dieser Geschichte auf eine Weise umgehen, die nie ganz befriedigt, weil es keine Weise gibt, die ganz befriedigte. Weil manche Schulden sich nicht tilgen lassen. Weil manche Fragen keine Antworten haben, die sich gut anfühlen. Die Fabriken laufen, die Motoren werden gebaut. In München und Leipzig und Dingolfing rollen täglich Automobile vom Band, die den Namen eines Unternehmens tragen, das eine Familie vor dem Untergang gerettet hat. Eine Familie, deren Name nicht auf diesen Automobilen steht. Das weiß-blaue Emblem dreht sich. Auf Straßen in aller Welt, in Städten, die noch nie von Pritzwalk gehört haben, in Ländern, in denen die Geschichte der deutschen Zwangsarbeit so fern ist wie ein anderes Jahrhundert. Und das ist sie ja auch. Es ist ein anderes Jahrhundert. Aber der Reichtum, der aus jenem Jahrhundert stammt, der ist es nicht. Er ist sehr nah, er ist gegenwärtig, er ist real. Und die Frage, die bleibt, ist dieselbe Frage, die immer bleibt, wenn man lange genug in die Geschichte einer reichen und mächtigen Familie schaut: Was kostet ein Name, dessen Erbe auf den Erfahrungen von Menschen aufgebaut wurde, die keine Wahl hatten? Schau auf das Emblem. Dann frag dich, wessen Geschichte du siehst.